Ja, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute möchte ich eine neue Serie starten mit diesem Video, die sich nennt Shakes and Fidget. Digga, wir haben es geschafft. Ymir hat uns die Stufe 500 beschert. Freunde, wer glaubt, das Buch liegt dort wirklich nur zu Deko-Zwecken, der ist aber wahrlich an der falschen Adresse, als wenn sein Navi defekt wäre. So, meine Freunde, ihr müsst auch immer für die Free-to-Play-Spieler unter euch immer die Augen offen halten. Auch mal nicht nur immer am Wegesrand gucken, sondern auch mal ein bisschen weiter in den Wald reingehen. So, Freunde, aber hier kann sich jetzt wirklich keiner mehr beschweren, ja? Also da müsst ihr jetzt auch einfach mal zugreifen. Komm, zugreifen, greif zu, los, komm. Da habt ihr doch alle, was ihr wollt. Eure Pilze, ja? Ja, und wer sich jetzt hier noch beschwert wie Tiefseetaucher, also dem kann ich hier jetzt auch nicht mehr an der Stelle weiterhelfen. Ja, das Ding, das ist doch wirklich astrein, ja? Und wer das nicht versteht und hier rumhatet, dann komme ich vorbei und dann schiebe ich den Ast rein, meine Freunde. So, und natürlich für die Freunde, die sich jetzt innerlich getriggert fühlen, wir haben natürlich auch dunkelhäutige Pilze am Start, ja, wie Marathonläufer. So, Freunde, jetzt wird es ja wirklich langsam unverschämt, was ihr hier macht. Ja, also, bitteschön, das grenzt ja langsam hier an Waldraub, was ihr hier betreibt. Ja, also nun ist auch mal Schluss. Da müsst ihr einfach mal die Augen drauf werfen. Da müsst ihr die Augen drauf werfen, als wäre das ein Würfeltisch. Ja. Aber es haben auch... Oh! Hast du ihn offen? Öffne es im Stream, öffne es im Stream. Ich habe es noch nicht geöffnet. Öffne es im Stream. Ich hab's offen. Da ist er. Da ist er. Er schwebt hier unten. Da schwebt er. Da schwebt er. Trotzdem. Bitte, kannst du einmal diese Pose einnehmen für uns? Ja, kann ich machen. Bitte. Jetzt hat... Oh, doch, es hat gereicht. Jetzt hat's gereicht? Ja, guck da oben, guck. Oh, du bist Stufe 600. Wenn du jetzt auf OK drückst, musst du jetzt... Jo, da ist es. Da ist es, 600. Was machst du denn hier? Ja? Was machst du hier? Wonach sieht das denn aus? Ich angel. Digga, pass auf, hör mir jetzt gut zu. Okay. Kennst du Dorza? Weißt du, wer Dorza ist? Dorza, YouTube, irgendwie so Chips and Fish oder sowas. Ja, und dann hatte jemand sich den Spaß gemacht und hat eine Meme-Seite quasi, die sich Anti-Dorza nennt. Denn es wird höchstwahrscheinlich das allerletzte Video sein, was ich aufnehmen werde hier aus meiner alten Wohnung, aus meinem Kinderzimmer sozusagen. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Ja, ich bin jetzt in Flames of Destiny. Alter, let's go. Aufgeregt des Todes. Los geht's, es geht los, es lädt. Wir sind hier gerade live und mit dabei ist der Dorza und der Paul Terra. Und gucke mal, wie das Ganze hier so aussieht. Shakes and Fidget 10th Anniversary Edition. Und jetzt seht ihr auch zum ersten Mal den Namen von unserer Gilde. Und zwar ist das die gute Holzfällerhütte, Alter. Ich bin ab heute, dem 23.07.2021, nun ein Kooperationspartner von Playa Games. Ich bete dich an, gib mir die Waffe. Oh, komm schon. Ja, oh mein Gott. Ja, oh mein Gott, Alter. Let's go. Zack, zack, zack. 3,
2, 1. Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Der, wie heißt er nochmal? Der Dorzer. Ach so, ja. Neu in der Shakes and Fidget Szene. Ja, hallo, ich bin hier der Newcomer. Ich möchte gerne meinen Channel promoten. Geht das? Dankeschön. Dann, der liebe Dorzer. Hallo, das bin ich. Der... Mal Roomtour. Noch mal Roomtour. Nee, ich würde Eigentlich- es Wir sind beide zu höflich, um den anderen ins Wort zu Es ist fallen. wirklich so, gell? So beide so pessimistisch, nee, dann sagen wir einfach gar nichts mehr. Außerdem strahlt der Mann mehr Kompetenz aus als Menschen, die mit sich selbst reden, um sich eine zweite Meinung einzuholen. Und damit Abfahrt. Einen wunderschönen guten Tag, meine Freunde des gepflegten Shakes and Fidget Alltags und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Epic Event Video und ich begleite heute einen Mann, der eigentlich mich begleitet. Oh mein Gott, ich bin heute wirklich wieder on point, es ist die Uhrzeit. Ich begrüße hier herzlich den guten alten Dorsa. Hallöchen, schönen guten Tag, schön, dass ich hier sein darf. Da war SF wohl ein bisschen schneller als ich. Genau. Der Plan für heute, upsala, hochprofessionell heute. Der Plan für heute ist übrigens, wir werden uns nicht komplett neu equippen, wir werden die ganzen... da schiebt jemand einen guten Lachflasche. Oh, stabil. Ne? So, Freunde, das war sie also, die 1000. Folge. Ich hoffe, euch hat dieser kleine Zusammenschnitt gefallen und ich hoffe, ihr hattet im Vorhinein nicht allzu hohe Erwartungen gehabt an die Folge Nummer 1000, denn ich wusste selbst bis vor einem knappen Monat nicht, was ich zur 1000. Folge bringen kann, was der gerecht werden kann. Ich habe nichts gefunden, was dem gerecht werden könnte und deswegen hoffe ich trotzdem, dass euch das Ganze ein bisschen zumindest unterhalten hat und vielleicht auch alte Zeiten in euch hochgeholt hat. Und ja, ich möchte mich an der Stelle nochmal aufrichtig bei meinen ganzen Zuschauern, bei allen Leuten da draußen bedanken, die mich jetzt schon seit Jahren verfolgen und supporten, wo es nur geht. Das weiß ich alles sehr, sehr zu schätzen und das ist auch alles nicht selbstverständlich. Ich habe damals mit YouTube 2011 angefangen und hatte das Ganze aus Spaß an der Freude gemacht und bis vor knapp 4 Jahren habe ich jeden möglichen Content hochgeladen auf YouTube und seit jetzt nun knapp 4 Jahren habe ich mich dazu entschieden gehabt, den Weg von Shakes and Fidget mitzugehen und in deren Community einzutauchen und das war für mich persönlich die beste Entscheidung, die ich je getroffen habe, denn seitdem bin ich auf sehr, sehr viele coole Leute getroffen. Ich habe sehr viele coole Bekanntschaften gemacht, sehr viele coole Freunde dazu gewonnen und eine ziemlich geile Zeit gehabt, diese 4 Jahre lang. Und es ist viel passiert. Ich hatte es damals aus Spaß begonnen und ich werde es auch aus Spaß immer noch weitermachen. Aber es hat sich daraus mehr ergeben, als ich mir hätte träumen lassen können. Zuallererst kam die größte Ehrung überhaupt, der eigene Avatar, das eigene Profilbild, was mir gezeichnet worden ist, ohne irgendwie ein großartiger YouTuber oder irgendwas zu sein. Einfach nur damals, dass ich Paul dafür eingesetzt hatte. Ja, ich hatte mit oder durch Shakes and Fidget meine 10.000 Abonnenten hier auf YouTube gewonnen. Ich konnte durch Shakes and Fidget die YouTube-Partnerschaft abschließen und kann mir ein sehr nettes Taschengeld nebenbei zu meinem Beruf, den ich ausübe, noch dazu verdienen, was auch sehr, sehr cool ist auf jeden Fall und auch nicht zu unterschätzen. Und irgendwann kam denn auch die Partnerschaft mit Shakes and Fidget dann zustande, wo ich niemals von ausgegangen wäre, dass das überhaupt eines Tages mal so weit kommen könnte. Und wenn ich zurückdenke an die Zeit, dass ich das alles wirklich nur
so aus Spaß an der Freude und ja, ich zeige mal hier den Leuten so ein bisschen, was ich hier so erreiche. Und wenn ich mich an die ersten Videos zurückerinnere, hatten die ein paar 10 Aufrufe gehabt oder so, ja, was weiß ich, so 50, 60 oder so, und dann kam mit der Zeit immer mehr dazu. Und ja, jetzt haben wir schon über 10.000 Leute hier am Start und das ist super, super krass. Und ich finde es erstaunlich, was dadurch alles entstanden ist und was das alles mit sich gebracht hat. Und ja, hätte mir damals jemand gesagt, dass ich mal gepartnert werde von Shakes & Fidget oder einen eigenen Avatar oder sogar 2 Avatare jetzt mittlerweile bekommen habe, dann hätte ich denen damals, glaube ich, einen Vogel gezeigt. Aber es ist ziemlich heftig, was da alles gekommen ist mit der Zeit. Und ich wollte immer was irgendwie, sag ich mal, erreichen im Leben, was ja quasi über meinen Tod so ein bisschen hinausgeht. Und wenn eines Tages mal meine Hülle irgendwann mal auf dieser Welt dahin sein sollte und meine Seele an einem besseren Ort ist, wollte ich immer was irgendwie in irgendeiner Art und Weise irgendwo zurücklassen. Es ist egal in welcher Art auch immer, aber ich wollte zumindest, dass ja, wenn man eines Tages nicht mehr da ist, dass die Leute sich an einen erinnern. Und als Kind war es schon mein größter Traum gewesen, irgendwann mal in einem Spiel verewigt zu werden. Und ja, jetzt darf ich euch verkünden, dass ich in naher Zukunft bald ja, ein dauerhafter Dungeon-Gegner bin in Shakes & Fidget. Und ja, wenn ich an die Zeiten zurückdenke, was alles so passiert ist, welche Meilensteine ich schon erreicht habe, ich hatte mich so damals schon geehrt gefühlt gehabt, als ich den Avatar bekommen habe und das schon ziemlich individuell war. Aber so ein Dungeon-Gegner im Spiel selbst zu sein, den die Leute erst besiegen müssen und dadurch auch Erfahrung kriegen und aufsteigen und leveln und so, das war irgendwie immer mein größter Traum gewesen. Und ja, ich darf jetzt euch verkünden, dass es denn soweit ist und ihr bald gegen mich im Dungeon kämpfen könnt. Und ja, auch wie gesagt, wenn ich eines Tages mal hier nicht mehr bin, dann könnt ihr immer noch weiterhin mich in Shakes & Fidget als Dungeon-Gegner ja, einen auf die Rübe geben. Und das ist eine ziemlich krasse Sache und in Anbetracht auf die Vergangenheit hätte ich mir das nie träumen lassen. Ja. Und dafür wollte ich euch nochmal von Herzen danken. Das ist ziemlich krass. Wie gesagt, es war immer mein Kindheitswunsch gewesen, irgendwann mal in einem Spiel verewigt zu werden. Und das, ja, bin ich einfach nur dankbar für. Und deswegen bin ich auch gerade ein bisschen emotional, was das angeht. Aber ich hoffe, das ist in Ordnung. Normalerweise kennt man mich nicht von der Seite, aber ja, es ist auch für mich ein bisschen ungewohnt. Ansonsten, um mal weiterzumachen, ja, mal abseits davon, obendrauf zum 10.000 oder besser gesagt zur 1000. Folge von Shakes & Fidget gibt es obendrauf für euch noch in Zukunft bald, das werde ich auch bald verlosen, gibt es nochmal 10 mal 1000 Pilze zu gewinnen im Anlass zur 1000. Folge von Shakes & Fidget. Das heißt, ich gebe euch einfach mal 10.000 Pilze raus. Das ist so auch eine feine Sache, oder was, ne? Und das werden wir bald die nächsten Tage verlosen. Ich werde mir da noch was überlegen, wie wir das Ganze aushändigen werden, aber insgesamt 10.000 Pilze stehen zur Verfügung, also 10 mal 1000 Stück für halt eben die Folge 1000 und das ist halt eben auch eine super, super geile Sache. Dafür danke ich auch Playa Games, dass sie da auch ja, sowas Cooles dann auch an meine Community zurückgeben, an euch und dafür wollte ich euch auf jeden Fall vielen lieben Dank sagen und ja, ohne Shakes & Fidget, ohne Playa Games, ohne das Spiel wäre ich heute nicht da, wo ich jetzt bin. Auch wenn wir nach wie vor nur eine kleine Nischen-Community sind. Ich habe sie lieb gewonnen, ich habe euch lieb gewonnen und ja, darf wirklich sehr dankbar sein, dass ich mich jetzt auch in dem Spiel verewigen darf. Ja, jetzt habe ich mich quasi mehr oder weniger halt so ein Stück weit unsterblich gemacht, was das angeht. Ja, und das war immer mein größter Wunsch gewesen. Deswegen
gehen jetzt auf jeden Fall die Grüße raus an jeden einzelnen Zuschauer da draußen, der mich schon seit Jahren begleitet. Und ich quatsche euch nicht länger voll. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Morgen geht es normal weiter, so wie immer, als wenn nichts gewesen wäre. Und ja, ich freue mich auf ein sehr erfolgreiches Jahr aus der Sicht von Shakes & Fidget, auf viele coole neue Sachen. Und ich hoffe, es wird dieses Jahr auch noch genauso positiv weitergehen, wie das Jahr jetzt angefangen hat. Und deswegen wünsche ich euch alles Gute. Ich hoffe, ihr begleitet mich noch weiter auf meine Reise hier auf YouTube. Das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bin jetzt raus. Ich wünsche euch nur das Beste. Viel Gesundheit, viel Erfolg, was man eben so wünscht. Und wir sehen uns wieder. Morgen schon. In einer neuen Folge von Shakes & Fidget. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.